Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Hallo. Mit allen außer Jonathan. Heute reagieren wir auf etwas, was sich gewünscht wurde von The Marcel McFly. Nämlich auf 175 Meilen pro Stunde von New York nach L.A., ohne erwischt zu werden. Das klingt erstmal illegal. Bei dem Titel kriege ich schon Anfälle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fährt er wirklich so schnell wie der 175 mph. Also das wäre sehr schnell. Wie 300 oder so ist das, oder? Bram, du hattest die Reacts rausgesucht, ne? 280. Ich hatte die rausgesucht, ja, das wurde sehr hoch gewotet. Okay, du hast aber noch keine weiteren Infos dazu, was das sein könnte. Macht das nicht, Freunde. Das Problem ist auch, ich sehe das Navi, das ist ein BMW. Das finde ich auch schon kacke. Hey, du fährst doch selber ein BMW. Ja, aber es wirft wieder so schlechtes Licht auf die BMW-Fahrer. Ja gut, wir haben ja noch nicht geguckt. geguckt. Bestimmt jedes Mal, wenn er einen überholt. Vielleicht ist das ja Clickbait und dann ist was ganz harmloses. Der ist wahrscheinlich einmal nur kurz 280 gefahren und dann auf dem freien Strecken. Guck mal, wie viel Verkehr da schon gewesen ist. Alter. Warte mal, wer fährt jetzt Mercedes? Ja, die Mercedes-Fahrer wieder. Die sind ja noch schlimmer. Die doch mal an. Unfassbar. Immer die gleichen. The race is called the Cannonball, and honestly, it's less of a race and more of a battle against the law. A battle that requires aber a ist das sowas wie Gumball? Der sagt ja gerade, das heißt Cannonball. Gumball ist doch hier, wo die immer mit ihren Lamborghinis, Ferraris und so durch Europa touren. Wie so eine Rallye. Da werden die immer von der Polizei angehalten, dann machen die den Kofferraum auf, holen ihren Geldkoffer raus, geben die Scheine ab und dann ist gut. Dann fahren die weiter. Ja. Car and a team with a couple of screws loose. Doug Tabbitt, Arnie Taman, and Dunandel Daryush. This is the team that currently holds the record. That record didn't come easy. The trio in question aren't newbies when it comes to driving fast cross-country. Doug and Arnie have been racing the Cannonball for years, and they refined routes, equipment, and know the interstate system east to west. But the Cannonball race didn't start with Arnie or Doug. In fact, its origin didn't start as a race at all. It started as the hobby of a man named Irwin Baker. Baker started his racing addiction as a motorcyclist, signed to the Indian Motorcycle Racing Team in 1909. And he quickly became the go-to man for Muss auch mal reichen, ne? Also ich glaube, so wie der fährt, da bist du sowieso einfach tot, wenn du hinfällst. long-distance riding. He crossed Jamaica, Cuba, and even Panama on his Indian motorcycle. Then, in 1914, he crossed America. He rode 3,329 miles from San Diego to New York on his Indian motorcycle. Lol. It took him 11 days, 12 hours, and 19 minutes, and it was a nationwide headline. And soon, the reputation he was building caught the attention of a man more interested in four wheels than two. Harry C. Stutz, the founder of the Stutz Motor Company. In 1915, Harry Stutz offered ja, die gute Stutz Motor Company. Kannte ich jetzt auch noch nicht, ist wahrscheinlich super relevant und wichtig, aber der Name ist lustig ein bisschen, muss ich sagen. Ja, hallo, ich bin der Stutz. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, keine deutschen Vorfahren. One of their Stutz Bearcat sports cars. The only catch, Irwin had to drive it across the country from San Diego to New York. Irwin Baker left San Diego in that Stutz, and after a tumultuous 11 days, 7 hours, and 15 minutes, he arrived in New York City. It was an amazing feat, so amazing that news reporters gave him a new nickname, Cannonball Baker. But even still, Baker's cross-country automotive feat still wasn't called the Cannonball. That only happened in 1933, when Cannonball Baker completed arguably his most famous cross-country run. This time he started in New York City behind the wheels of a Graham Page Model 57 Blue Streak and then set off for Los Angeles. And this time Cannonball Baker would go on to set a record that stood for over 30 years, arriving in LA after just 53 hours and 5 minutes. 53 hours to do a drive that once took him over 11 days. Das war auch mega angenehm mit den Straßen, die so gut ausgebaut waren. So komfortabel ist. Und so diesem Sekundenschlaf, der dann irgendwann einsetzt. Der ist 56 Stunden hat er komplett von einer zur anderen Küste gebraucht. Ja, 53. Aber 1930? Fuck it, wie schnell ist denn der bitte gefahren? Ja, ist ja kein Problem. Du nimmst einfach 3 Cola mit, dann nimmst du einen Schluck von, da ist genug Kokain drin. Ja, aber allein auch vom Auto her damals wusste ich gar nicht, dass die so schnell fahren können. Ich dachte, hier 80 wäre schon, puh. Nee, der hat aufgrund des Kokains hat er den zwischendurch angeschoben. Aber also was sagt Google Maps jetzt hier? Warte mal, Google Maps. Auto San Diego zu New York. Ja, Google Maps sagt 41 Stunden. Ja, guck mal, das ist 53.
Aber wenn du, da hältst du dich Wie viele Kilometer sind das? Das fände ich halt so ein bisschen wie beim Speedrun, ne? Das eine ist so mit Glitches, wenn du halt 200 fährst. Aber den cooleren Speedrun finde ich eigentlich, wenn du dich halt an die Geschwindigkeitsregeln fährst und trotzdem guckst, dass du schnell bist. Ja, das sind 4.500 Kilometer. Ah, easy. Pi mal Daumen. 4.500? Ja, das sind 2.785 Meilen. Durch 50 Stunden, das sind 90 km/h. Aber Alter. ist das denn... Also Durchschnittsgeschwindigkeit 90 km/h ist schon nicht wenig. Das ist auch die heutige Strecke. Ich weiß nicht, ob das Interstate-Netz sich seit 1930 irgendwann vielleicht nochmal verbessert hat. Nee. Ich glaube, also, wenn du dir guck mal, die haben auch keine Federung, also nicht großartig Federung oder Komfortsachen. Der hat doch Luft in den Reifen. Die Straßen waren früher nicht so geil ausgebaut, also das war heftig, ey. Und der hatte Kokainer. So im mittleren Westen ist das, glaube ich, auch nicht so geil von den Straßen. Also das ist schon, also Respekt. Du kommst da an Albuquerque vorbei, kannst du Walter White kurz Hallo sagen? Ansonsten das hast du, glaube ich, sehr viel straighte Strecke, ne? Ja, würde ich auch sagen. Testament to how far cars had come in the last few decades and how vastly improved the US highway system was compared to just a few years prior. And after that legendary New York to LA run, the race officially became known. LA. Ich habe San Diego eingegeben. Ja, das war LA, aber so viel weniger ist es nicht. San Diego ist jetzt auch nicht so weit weg, also. Nee, stimmt natürlich. Du kannst sogar über Los Angeles nach San Diego fahren. Aber das sind auch 41 Stunden und 2776 Meilen ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Ja. Das ist genau das gleiche, was Google mir anzeigt für LA. Ja, wir haben auch gerade beide LA wieder eingegeben. Genau. Ja, okay. The Cannonball Run. It's safe to say, though, that Doug, Arnie, and Dunedell's 2020 run was going to be a fair bit faster than 53 hours. After all, automotive technology had come a long way since the days of the 60-horsepower Stutz Bearcat. And the obvious choice of car for them would be their seasoned Cannonball car, the Mercedes E63 AMG. Over 700 horsepower of German V8 power, all while looking like your grandma's daily driver. Not to mention an entire arsenal of police avoidance systems, which I'll explain in detail later. But there was one big issue with that car. A truck driver fell asleep while driving on the highway, right at the spot Alter, die stehen direkt daneben. and his E63 were pulled over on the shoulder. And well, as you can see, the E63 was no more. But this team wasn't one to give up, so they acted quick and bought their friend's C7 Corvette. It was a fast car, could probably do it. Aber haben die nicht eben zu dritter drin gesessen? Ja, das wird ein bisschen enger in der Kurve. Und noch Equipment da drin gehabt, also nicht mehr so angenehm. Fast in the Cannonball doesn't cut it. You need stability at speed, the space to fit massive fuel tanks, and a litany of equipment. And perhaps most importantly, you needed to be able to be completely hidden in plain sight. Of course, what about an EV? They're fast, efficient, generally quite aerodynamic, and pretty unoffensive to look at. No need to pack in massive fuel tanks either, and some of the highest end EVs like the Tesla Model S Plaid and the Lucid Air can get nearly 500 miles on a charge. But that presents a couple of issues. First of which is that EVs don't always work as advertised. A March Cannonball run means cold weather in much of the US. EVs can see a reduction of anywhere from 10 to 40% of their range in cold weather. A problem that manufacturers... Ja, aber dann ist da halt das Problem, dass du halt schneller tanken kannst bei Benzin. Ja, also ich glaube, Elektro ist dafür nicht die beste Wahl. To solve right now. For a car like the Lucid Air Grand Touring, that could be 50 to 200 miles sacrificed just to drive in the cold with the heat on. And before you say that insert political party here made this stat up, thanks to Ground News, we can clearly see that 69% of the sources for this topic are center-leaning, meaning most of the articles are politically neutral. And not just that, we can see who owns the news outlets and if there's any issues with factuality in their articles. In a time when news about electric vehicles and the automotive world in general can seem highly politicized, tools like Ground News are crucial for gerade so Werbung? As well as opening our eyes to blind spots that we have in our own knowledge. You can check out these articles at our link in the description, and you can sign up for free and stay informed without hidden media bias. Thank you to Ground News for sponsoring this video and keeping channels like ours independent and transparent. Ja, aber wer kontrolliert with our new knowledge, an EV certainly wouldn't work for a chilly 1,000-mile journey. So Arnie and the team quickly realized that they needed another German super sedan. Lucky for them, Arnie's friend had an Audi S6 that he might have been able to guck dir die Garage an. Ja, hat er aber Glück gehabt, der jetzt gerade noch ein Auto abgeben. Lucky for them. Er brauchte halt ein gutes deutsches Auto. Hätte doch den Ferrari genommen da hinten, also puh. Ja, der kannst du halt keine extra Tanks reinbauen.
was ich die ganze Zeit nicht verstehe, ist, die fahren doch dann schneller als erlaubt ist, oder? Ja, aber das ist ja deswegen haben die auch Police Avoiding Equipment dabei. dabei. Diverse Systeme dabei, wo wahrscheinlich angezeigt wird, dass da ein State Trooper oder wo auch immer die heißen. Aber wie kann man denn wie kann man denn öffentlich im Internet posten, dass man schneller... Das verstehe ich auch nicht. Peter, vielleicht ist das im Nachhinein gar nicht erlaubt, dass die Anzeige bekommen. Deswegen haben die auch so lustige Namen wie Doodly, Duckly und die zeigen sein Gesicht auch. Vielleicht zeigen die einfach nur auch dann in diesen Zusammenschnitten von diesen Cannonball Races die Stellen, wo nichts passiert, weißt du? Ja, also ich denke mal, das ist klar, aber auch wenn ich zum Beispiel sehr gerne schnell fahre, nur da, wo es erlaubt ist. Ja, also hier, ne, Geschwindigkeit. Innerorts zum Beispiel. Ja, Geschwindigkeit. Fußgängerzone. Jetzt also nicht cool. Tiefgarage. Durch die Fußgängerzone darfst du gar nicht fahren. Ja, durch die Fußgängerzone. Ja, aber wenn du schon da bist, dann sollst du wirklich schnell durch. Das stimmt, wir sind in Hamburg da durchgefahren, das weiß ich noch. Wenn wir falsch abgebogen sind. Aus Versehen kann mal was passieren. Das ist klar. His friend had an Audi S6 that he might have been able to part with. 4-liter V8, 450 plus Was ich mich aber frage, ist tatsächlich, pass auf, das ist ja ein illegaler, also obviously illegal, weil das heißt illegal nicht. Die Strecke ja per se zu fahren ja nicht, aber das Ziel ist ja möglichst schnell. Und ohne die Geschwindigkeitsgrenzen zu brechen, bist du ja nicht mehr das schneller schaffen, seien wir ehrlich, ja. Wer sponsert mir den Scheiß? Weil das scheint ja ganz schön teuer zu sein. Ja, hast du doch gerade gesehen. Gott, die unabhängige Informationswebseite. Aber nee, er doch nur das Video, was er über den Dings macht. Ja, aber ich glaube, er macht das doch in Kooperation mit seinen Dudes, oder nicht? Nee, der berichtet doch nur darüber. Albin ist ein Kanal, der über solche Sachen, alle möglichen Sachen berichtet. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich dann Audi. Auf einmal hat er ein Audi in seiner Garage stehen. Ich habe bisher, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe bisher noch keinen Sponsor oder so gesehen. Ich glaube, das ist einfach ein Rich Boy Ding. So, weißt du, du bist eh schon reich, dir ist langweilig, dann machst du halt sowas. Du siehst ja, was für Karren die da haben. Die mal eben schnell von einem Freund kaufen. Wir kaufen mal kurz die Corvette. Ja, okay. Ja, oder du musst aber auch einen Freund haben, der mal eben eine Corvette hat. Ja, genau. Aber das ist doch in den Kreisen, also ich würde mich mit Low-Performern dann gar nicht mehr abgeben, wenn ich so viel Geld habe. Ja, für diese Lappen. It wasn't an E63, but it would be more than enough to blast down the interstate at sustained triple-digit speeds. So, Arnie called his friend Tuesday morning, and 30 minutes later, he was on his way to pick up the Audi S6 that would break the Cannonball Race record. Now, I keep saying Cannonball Race, but up till now, the story has always been about one car and one team going the distance. And that's more of a time trial than a race. But 50 years ago, the Cannonball was actually a wheel-to-wheel competition, thanks to the senior editor of Car and Driver at the time, Brock Yates. In May of 1971, Brock Yates and his 3 teammates took a 1971 Dodge Caravan Sportsman that they called Moon Trash 2 and rushed across America in 40 hours and 51 minutes. It was supposed to be a celebration of the excellent U.S. highway system and an FU to the government for their overly strict traffic laws. But also, this was the inaugural run to launch their new event, the Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash. They announced mega kurzer Name. Things were gonna get serious, because they would be holding their first ever Cannonball race. Yates organized 23 drivers in 6 different cars. All 6 teams met at the same starting point that Brock and his team established earlier in May, the Red Ball Garage in New York City. At the start was a Chevy Sport van rigged with 298 Gibt's eigentlich für das Cannonball Race so einen festgelegten Startpunkt in New York? Also ja, haben die auch gerade gesagt, da seine Garage. Ja, aber die haben jetzt eine Garage gemacht, aber alle anderen, die jetzt Cannonball Race machen, standen die immer von dieser Garage? Oder wird da mittlerweile auch so taktiert, so nach dem Motto, wo bin ich noch in New York und könnte besser losfahren? Grenze New York, genau, so direkt da. Eigentlich müsstest du ja einen festen Punkt haben, weil ich sag mal, wenn du im Osten von New York anfängst, wäre ja scheiße, dann musst du einmal komplett durch New York durch. Der Verkehr ist ja die Hölle. Ja. Also, da fängst du lieber links an, also im Westen an, du bist ja schon durch. Ja, deswegen, also müsste es eigentlich geben, ja. Da weil das macht echt einen Riesenunterschied. Da ist bestimmt irgendwo so ein Stein, da haben die sich drauf geeinigt und da ist irgend so eine Markierung dran. Ja, da liegt dann einfach so ein Cannonball. Da darf halt keiner finden. Ja. Tanks, a Cadillac DeVille, an MGB GT, a Dodge van with nearly 200 gallons of gas tanks, Ferrari 365 GTB. Aber da frage ich, also weil das ja so ein langes Ding ist, frage ich mich, was ist die beste Geschwindigkeit? Also da ergibt es ja auch total viel Sinn, dann vielleicht einfach so zu fahren, dass du möglichst wenig tanken musst.
Max Power, deshalb nehmen die ja auch super schnelle Autos, die wenig Tank haben und super crappy Autos, wo du einfach komplett das Auto mit einem Tank voll machen kannst, dass du nicht tanken musst. Ne? Ja, genau. Deswegen, also wenn wir mal, also ich kann so 600-700 Kilometer schaffe ich halt mit meinem Tank. Da fahre ich aber keine 240. Weißt du? Wahrscheinlich ist da so 100, 120 die, aktuellen Autos. Da weiß ich gerade, Leo hat mal das Rennen gemacht mit 2 BMWs von München nach Hamburg und der eine hat versucht, immer so schnell zu fahren, wie es geht, immer wenn die Autobahn offen war, Hartgas und der andere hat irgendwie Durchschnitt gemacht 130 und der immer Vollgas gegeben hat, war mehrere Stunden vorher da. Aber das krass. Bei Top Gear haben die das auch gemacht und die waren gar nicht mal so weit auseinander. Meine ich nämlich auch, aber bei Top Gear ist das ja immer so ein bisschen auch scripted. Ne? Ja, das stimmt. Ja. A 1966 motorhome, a 1969 AMX, and of course, the Moon Trash 2. A wide variety of cars, all built Was ist for mit the dem Moon different Trash roads Run of life. passiert? And that's what made the Cannonball race so unique. It didn't matter what the car was. All that mattered was if you could survive those 3,000 miles. 35 hours and 54 minutes later, it was the Ferrari 365 that won the first Cannonball Sea to Shining Sea race. But not for the reason you might think. It wasn't the fastest car in the race. In fact, the Cadillac actually hit the highest speeds of all the teams. Hey. The Ferrari won simply because it had the perfect balance of everything. Decent MPG, excellent acceleration, all while being relatively comfortable and easy to handle. Not to mention, it had Dan Gurney behind the wheel with Brock Yates as co-driver. But even though the Ferrari won, the top 5 cars were separated by just 2 hours. And that's what made this race so different. There wasn't just one recipe to the best strategy. You needed a little bit of everything and the ability to execute on a solid plan. The unofficial Cannonball Sea to Shining Sea race happened 4 more times in the 70s. And the 1979 race saw over 40 teams register. Even a new record was set with a Jaguar XJS finishing in 32 hours and 51 minutes. But 40 plus cars racing flat out across the United States was clearly becoming a bad idea. Ja, das hört sich an wie der Need for Speed-Film, den die hätten drehen wirklich. What the fuck is wrong, Alter? Das ist ja so legit eine Gefahr für andere Autofahrer ja auch. Vor allem, wenn auf einmal 40 Autos an den Start gehen, ne? Die alle die gleiche Strecke wegpacen ohne Ende. Ja, aber das scheint auch genug Media-Attention bekommen zu haben, dass gleichzeitig gefühlt auch trotzdem keiner auf den Sack bekommen hat. Ja, das verstehe ich halt gerade gar nicht. Das ist America, ne? Freiheit und so. Ja. Want to be responsible for any injuries or, God forbid, death. So, after 1979, Brock Yates ended the Sea to Shining Sea race for good. But even though that meant that the Cannonball race was dead, that didn't mean the Cannonball Run was. Now, you already know that, because a certain Audi S6 set out for the coast-to-coast run just a few decades later. You wouldn't have been able to tell it was an Audi, however, because Arnie and the team decided to give the car a little makeover. You see, if you squint your eyes, the Audi S6 kind of looks like a Ford Taurus. But if you apply some body color vinyl along with the right decals and fake Ford Audi badge, then the Audi S6 really looks like a Ford Taurus Police Interceptor. And this would be the disguise that would take Arnie, Doug, and Dunedale across America. And on a quiet night in May 2020, als wenn du selber die Polizei wärst. Das ist halt der Trick, ne? Wenn du vorbeitust mit 200 Sachen, dann denken die, das war nur ein Kollege, der verfolgt jemanden. Das war Fun. Du hast nicht nur Speeding gemacht, sondern auch noch hier Amts. Nee, das sieht nur so ähnlich aus. Ja, das ist ja wie in Deutschland. Du kannst ja auch hier in Deutschland ein Auto mit blauer Folie bekleben und da Polizei draufschreiben. Das stimmt. Aber nicht genau den blauen Farbton darfst du machen. Den kriegst du auch nirgendwo. They took off from the Red Ball Garage in New York City. Just tatsächlich die Garage. Okay. All those years ago. Unlike Brock Yates, however, it took them only 4.5 minutes to get out of Manhattan. COVID restrictions saw traffic at their lowest levels in years. That was largely the reason they needed to make this run happen in such short order. Just a few months earlier, their previous record was completely smashed by an amateur team in a leased Audi A8. For Arnie and Doug, that wasn't something. Wie gibst du den dann wieder zurück? Das ist ja mega gut. Dann machst du das so seit 10 Jahren und seid da immer vorbereitet und da kommen irgendwie so 3 Idioten, die sagen, komm, lass mal machen und die fahren dann einfach so mal. Wir machen ja dieses Jahr noch Urlaub, oder? Oh Mann. Alter.
just let stand. They were out of New York entirely and into Pennsylvania, flying down the highway at speeds that were a little more than the limit. But that's when they encountered their first problem, the cops. A state trooper was cruising on the highway, and of course the team couldn't just blow right by him. And this is where the next crucial tool for a cannonballer comes into play, scouts. Arnie and Doug set up a network of friends that would act as scouts, driving on the highways ahead of where they were and surveying the roads for potential obstacles. But when surveying wasn't enough, scouts had one other duty. They were bait. Doug called up one of their local scouts and told him that he needed to blow by this cop at extra legal speeds and get pulled over, willingly. And so their scout caught up to where they were and lined up to sacrifice himself to the Pennsylvania Rozzers. But right as the scout was getting ready to smash the gas, the cop pulled off the freeway, and the team was off the hook. The S6 was now free to stretch its legs, so they put the hammer down and started flying. And from Pennsylvania to Colorado, they averaged 120 miles per hour, with much of the stint being at 160 miles per hour, putting them well ahead of where they needed to be to beat the record. That is, until a radio call blared out on their police scanner. White Audi made to look like a police car. 024A written on the back. Plate is obscured. It seemed that not everyone was falling for the disguise, and the cops knew what Arnie and the team were up to. And maybe that's because the cannonball wasn't as underground of an event as it used to be. Because in the late 1980s, the cannonball actually hit the box office. Just as Brock Yates ended the cannonball races in 1979, he began working on the 1981 movie titled The Cannonball Run. And we're not talking about some indie film. No, this was a full-on box office hit with Burt Reynolds, Dean Martin, Jackie Chan, and Farrah Fawcett. It was a comedy about a fictional cannonball run, and even though it wasn't the most critically acclaimed film, it ended up being the fourth highest grossing opening weekend of all time. And that meant that now nearly everyone in America Auf dem Highway ist die Hölle los. Das ist Cannonball Run. Oh mein Gott, ich kenne den Film. Auf dem Highway ist die Hölle los. Gute Übersetzung. Ich wusste nie, dass das über den Cannonball. Oh mein Gott, jetzt schließt sich der Kreis. And that kind of notoriety meant that even though Brock Yates' Sea to Shining Sea race was over, a new race was being hatched up by other cannonball enthusiasts, this time called the US Express. That race ran from 1980 to 1983, and it had all of the crazy antics that the old race had. But only once was the Jaguars' record broken in that time. It was in 1983 when Doug Turner alongside David Diem crossed the country in 32 hours and 7 minutes behind the wheel of their 1980 Ferrari 308 GTS, a record that stayed for nearly over 20 years. Because the popularity of the cannonball really tapered off after the mid-80s. Perhaps the widespread knowledge of the run made it lose its niche appeal, or maybe people just lost interest with how slow new cars with emissions-compliant engines were. Either way, the 1983 run was the de facto cannonball record, and, well, nobody could beat it. Of course, until rather recently, when in 2006, a gentleman by the name of Alex Roy took a Le Mans Blue BMW M5, fitted it with the best of modern technology, and smashed that 23-year-old record. On the outside, the car was mostly... Ja, er erzählt halt die Geschichte und mega nice. Ja, das ist schon wirklich umfangreich. Aber was für ein geiler BMW war das denn, bitte? Er hat Polizeiauto umgebaut, mega. Stock, with the exception of an upgraded suspension and brakes for the long endurance runs. And beyond that, a quick ECU flash removed the 155 mph speed limiter in order to reach its true top speed of 195 miles per hour. And then, of course, there were the antennas all over the car, rigged for a police scanner and a CB radio. Oh, and the white stripes above the car, well, that was for the spotter plane up in the sky to see the M5 and be able to communicate any potential hazards. Was? Yes. Alex Roy took this. Ich fliege auch immer mit meinem Helikopter nebenher, weil, also ganz ehrlich, da muss entweder jemand, da muss Audi oder so wirklich sponsern oder BMW oder das ist wirklich so ein Rich Kids Ding. Das ist ein Rich Kids Ding. Glaube ich nicht. So ein Helikopter können wir uns auch einfach mieten, oder? Level. And from here on out, this was the new standard. Alter, das sieht aus wie vom Taxifahrer aus. Ja, wirklich. Yes. Alex Roy took this to a whole new level. And from here on... Was? Wie konzentriert er sich denn noch aufs Fahren, ey? Da fährt er den Beifahrer, das macht er schon. Out, this was the new standard of cannonballing. Ob die auch Punika-Flaschen haben? 31 hours and 4 minutes. Ich glaube, pinkeln gehen ist das Beste für deinen Rücken, was auf der ganzen Fahrt passiert, ey. 32 Stunden in so einem Sitz sitzen, Ich glaube, die pinkeln wirklich in die Flasche. Die müssen ja auch tanken, da kannst du doch auch pinkeln gehen, oder nicht?
Jede Minute. Ja. That followed, Alex Roy's record saw the roads get better, cars get faster, and most importantly, police avoidance technology get far more advanced. So, in 2013, Alex's record fell. This time, it was to Ed Bolian. Yes, that Ed Bolian. And just in case you were living Welcher Ed Bolian? Ja, dieser under a rock, you should probably go check out his content on VinWiki. Ed drove a 2004 Mercedes-Benz CL55 AMG. And to get with the times, he equipped it with a bunch of countermeasures to give him the best chances possible. He had 2 Valentine radar detectors, 3 Garmin GPS systems, a CB radio, a radio scanner, 2 laser jammers, a dang ambulance. Was machen die Dinger überhaupt? And of course, a Wofür brauche ich 2 Navigationssysteme? Ja, damit einmal die alternative Redundanz? Route angezeigt wird. Ja, Redundanz oder vielleicht, wenn du dann auf einmal doch ein Polizeiding umfahren musst oder so. Aber wofür habe ich also hat der einen Checker, ob du gerade geradarkontrollt wirst? Aber dann ist doch schon zu spät. Ja, der hatte so auf jeden Fall einen Laser-Jammer. Also so für Kameras und so kannst du scheinbar so Jammer einbauen, die dann dich nicht. Ach, die das verhindern. Oder die das stören. Die einfach an den Spiegel getan. Oder so Störsender, dass da irgendwie 50 steht, wenn du mit 200 an den vorbeiballerst. Ein Blitzerstörgerät, was kostet? Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, es ist ja verboten, wahrscheinlich auch in den USA, dein Auto so aussehen zu lassen, als wärst du so ein genuine Cop-Car. Ja. Wäre denn auch verboten, einfach wirklich 1:1 wie ein Polizeiauto auszusehen? Ich denke schon, wenn die dich anhalten, dann wird das Ärger geben. Ja, aber die deutsche Polizei hat ja da nichts zu tun oder zu suchen, also. Das ist wie ein deutsches Polizei. Ja, genau. Ich glaube, das finden die auch komisch. Nice. Ich glaube, die würde dich auch anhalten. setup. And all that stuff paid off. Ed set a time of 28 hours and 50 minutes, shattering Alex's 31-hour Nicht gesmashed. Then came the heroes of our story, Arnie Toman and Doug Taggart. Der hat eine 3D-Brille. The car they used was none other than Vor allen Dingen, warum muss dieses Fernglas der Typ benutzen, der hinten sitzt? Ja, der vorne der durch die Mitte durchgucken kann. Ja, aber der hat eben auch eins. Der sitzt da auch die ganze Zeit mit dem Fernglas. Okay. Die haben unterschiedliche Aufgaben. 63 AMG built by AMS Performance. When it was built, though, the car made 700 wheel horsepower and had a dual nozzle quick fill fuel cell with a total fuel capacity of 65 gallons. And the police countermeasures, well, that was next level as well. 2 radar detectors, laser diffusers, an app that gave them police heat maps, a radio scanner, a CB radio, another police scanner with GPS, brake light cutoff switches, image stabilized binoculars, an aircraft detection system, and of course a traffic light changer. Oh, and a freaking thermal scope on Wait, die haben wie hieß das, bei Watch Dogs? Ja, Watch Dogs. Traffic Light Changer. Ist das nicht mega gefährlich, wenn da einer ankommt, das ist noch grün und dann drückst du und dann bollert der... Oh das klingt alles überhaupt nicht gut. Was hast du gerade gesagt? Das ist grün und dann bollert was? Ja, der hat halt so der hat wie bei Watch Dogs so ein Ding, dass du auf die Ampel zufährst, dann drückst du und dann wird die halt für dich grün und für die anderen rot. Jo, kannst du kaufen. So was hat er auch eingebaut gehabt gerade, hat er gerade gesagt. Und ist halt nicht echt gefährlich, also wenn du halt so voll grün, also du siehst ja auf eine lange Strecke, ne, Ampel. Ja, aber du kannst ja mit 50 dann drauf zufahren, aber du musst halt nicht anhalten. Das ist, glaube ich, die Key. Ja, aber der fährt ja nicht mit 200 über die Ampel. Nee, aber der Verkehr, der seitlich kommt, der kommt ja, der sieht ja auch, die Ampel wird grün. So, dann fährst du los, denkst du so, das ist ja bestimmt in Ordnung. Dann fährst du 50 und dann diese Traffic Light Changer, die benutzen, werden in Amerika von der Polizei und Ambulance und Feuerwehr und so benutzt. Oh. Und dann haben die das einfach in den Ampeln per Funk schon vorinstalliert quasi. Ja. Cool. Details, you should definitely read Arnie's blog, linked in the show notes below. I can't tell you their finish time. 27 hours and 25 minutes. Well over an hour faster than Ed's record. And if Ed's record seemed impossible, then surely this record was here to stay forever. But you know the drill by now. It didn't stay forever. Because there was one more ingredient to the perfect cannonball recipe. One that everyone else had missed. Something that would allow for Arnie and Doug's record to be shattered. Oh ja, wegen Corona. Wegen Corona. Pandemic. COVID lockdowns meant that every interstate highway was now wide open, and the record was for the taking. So in March 2020, somebody took it. An amateur team led by Chris Allen took a leased Audi A8, fitted it with a single Valentine V1, a hacked-together marine fuel cell system, and a pair of binoculars. And they set off to break the Cannonball record. They completed their run in 26 hours and 38 minutes, taking nearly another hour off of Doug's
Imagine then how fast somebody could get across a pandemic lockdown USA with a seasoned team, a fully prepped car, and all the equipment money could buy. Flash forward to Doug, Arnie, and Dunadell's 2020 Cannonball, and it was exactly that. Of course, you already know, the team and the car were up to par, but they certainly weren't lacking in the tech department either. Radar detectors complemented by laser diffusers, multiple GPSs running on a variety of platforms to get any and all information about road hazards or speed traps. They even had the E-63's plane crash avoidance system designed to detect aircraft in the vicinity just in case the police were enforcing speed by plane. Add to that a thermal vision camera and high-powered binoculars. It was tech that was unheard of in Brock Yates' days and honestly pretty wild for any Cannonballer. But it was tech that was necessary. Mal ganz kurze Frage. Die haben gerade gesagt, im Case, dass die von einem Flugzeug getagtet werden. What the fuck? Wenn du wer weiß, vielleicht das amerikanische Militär fliegt übers Land und checkt, wie schnell die Autos sind. Aber warum also auch, dass die Stadt an jede Ecke so einen scheiß State Trooper stellen, warum stellen die einfach mal einen Blitzer auf? Haben die ja auch. Deswegen die Laserdiffuser. Ja, genau, die Laserdiffuser haben die auch. Und da steht ja meistens auch nicht so ein fester Laser, sondern du hast ja auch diese Handpistole. Genau. Die auch noch, ja. Also das ist ja einfach nur, falls es passieren sollte. Weil ich glaube, das Knöllchen, das tut weh. That, along with the 67 gallons of auxiliary fuel tanks that they had in the trunk of the car. Modification that has been necessary since the very earliest days of Cannonball. And with all that, the team continued through Colorado at blazing speeds. But by the time they got to Utah, they encountered something unexpected: traffic. Now, the whole magic of doing runs in COVID lockdown was to take advantage of those empty roads and people sheltering in place. But Utah didn't have those same COVID restrictions. And many Californians were traveling to and from Utah so they could enjoy an unrestricted vacation. Motorhomes, trucks towing boats and jet skis, the usual inept Californian drivers all blocked the road for the tired trio in their Audi. That 120-mile-per-hour average ticked down, slowly but surely, and it seemed like the record was slipping away with it. But they managed to get through Utah traffic, and then they blasted through the Nevada desert, finally into California. But despite the lockdown in Cali, LA traffic was still horrendous. The team was still getting stuck behind trucks, red lights, smug EV drivers, you name it. But they soldiered on. Red light by light, they made their way through Los Angeles. Until finally, as the sun was setting over the City of Angels, that war-torn Audi pulled up to the Portofino Inn. And their official time, 25 hours and 39 minutes. Nearly an hour faster than the previous fastest record, and 2 hours faster than their own record in the E63. It was a tremendous accomplishment. The Cannonball started off as a feat that would take over a week at the hands of Ernie Baker, then just days in the era of Brock Yates, to now taking hardly over a single day. 3 determined drivers behind the wheel of a deviously disguised German super sedan packed full of the best tech, with the support of their faithful scouts, did the impossible and set a Cannonball record that is yet to be beaten to this day. And that, ladies and gentlemen, is how to race from New York to Los Angeles as fast as you can without stopping. Thanks for watching. Subscribe if you haven't already and join us on... Eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Ja, habe ich auch noch nie von gehört. Krass. Wenn du mal jetzt anfängst zu googeln, warum die da alle nicht verhaftet werden, dann gibt es ja noch so schöne Theorien wie Doug Tabbitt hätte eine Get Out of Jail Free Card und dann kommst du da hin, ob es diese Karten wirklich gibt und was? Die Monopoly-Karten? Ja, angeblich gibt es solche Karten und hier steht auch tatsächlich, man kennt die eigentlich nur aus Monopoly, aber die würden den Officern wohl zeigen, da steht: The plastic laminated cards identify to police that the bearer is a friend of law enforcement. Und dann gibt's die nicht und naja. In jedem Bundesstaat müsste es doch eine andere dann geben. Tja. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall die Geschichte von Cannonball. Ja? Alles Kriminelle. Aber interessant war es trotzdem. Ja, interessant. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.